Ist eine Farbe eigentlich noch dieselbe, wenn sich alles verändert hat, was unter ihr liegt? Bei dieser abstrakten Acrylmalerei verwende ich ein helles Blaugrau gleich zweimal. Und obwohl es dieselbe Farbe ist, könnte die Wirkung kaum unterschiedlicher sein. Hallo, ich bin Inga und ich liebe die abstrakte Acrylmalerei. Auf meinem schimmernden Untergrund aus Gold und Schwarzmetallic ragle ich zunächst eine weitere dünne Schicht Gold. Dabei geht es mir nicht darum, die Leinwand vollständig zu bedecken, sondern die darunterliegenden Farben sollen weiterhin sichtbar bleiben. Mit einem Zackenspachtel ziehe ich anschließend Linien durch die noch feuchte Acrylfarbe. Dabei nehme ich das Gold an einigen Stellen wieder auf und übertrage es mit dem Zackenspachtel auf andere Stellen auf meiner Leinwand. Und jetzt trage ich mit meiner Glättkelle zum ersten Mal das helle Blaugrau auf meiner Leinwand auf. Merkt euch diese Farbe schon einmal, denn sie wird später wichtig. Hugs and Kisses. Ein X und ein O dürfen jetzt Teil des Bildes werden. Zumindest für eine kleine Weile. Jetzt brauche ich Farbe, eine richtige Farbe. Und mit dem hellen Naphthol-Rot verändert sich die Stimmung auf meiner Leinwand sofort. Das war's dann wohl mit dem X. Und das O hat einfach die Farbe gewechselt. Nach meinen roten Rakelbahnen wollte ich unbedingt noch eine andere Bewegung auf meiner Leinwand haben und dann habe ich zum Zahnspachtel gegriffen. Um das Rot auf meiner Leinwand noch zu vertiefen, habe ich dann zum Permanent Rot-Violett gegriffen. Das X und das O bekommen jetzt nochmal eine zweite Chance. Falls du dich gerade fragst, welche Farbe das ist, dann kann ich dir sagen, dass das, was fast weiß aussieht, ein Perlgrün ist. Und das kann man dann hinterher auf dem Bild sehen, wenn sich der Lichteinfall verändert, anhand eines grünlichen Schimmers. Apropos Grün. Meine nächste Farbentscheidung, die ich getroffen habe, ist mit Sicherheit etwas unbequem.
Mit jeder weiteren Farbschicht entstehen dann auch wieder mehr von den kleinen Inseln und auch von den Farbschlieren. Beim Rakeln kann ich sie etwas beeinflussen, aber ich kann sie auf gar keinen Fall vollständig kontrollieren. Und jetzt komme ich auf das helle Blaugrau zurück. Es ist tatsächlich dieselbe Farbe wie am Anfang, aber diesmal trifft sie auf völlig andere Schichten. Und genau deshalb wirkt sie jetzt völlig anders. Plötzlich werden die Farben wieder heller. Sie wirken frischer. Sie sind pastelliger. Und einige der roten Untertöne beginnen richtig schön zu leuchten. Für mich war der Malprozess danach beendet. Und solange wie die Farben noch feucht sind, möchte ich euch einmal das Bild aus der Nähe zeigen. Bei diesen Farben musste ich tatsächlich ein bisschen an einen Korallenriff denken. Aber ich verspreche euch, das hatte ich beim Malen überhaupt nicht geplant. Hättet ihr dem hellen Blaugrau vom Anfang zugetraut, dass es später noch einmal so eine zentrale Rolle für die Wirkung des Bildes spielen würde? Das würde mich sehr interessieren. Vielen lieben Dank, dass ihr mich heute wieder beim Malen begleitet habt. Und ein ganz besonders herzliches Dankeschön, wenn ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Ich wünsche euch eine super schöne Zeit und dann sehen wir uns beim nächsten Bild.